Ist einer zu mir gekommen und hat gesagt, er findet es toll, dass ich so ein aktives Leben habe, weil andere würden einfach nur den ganzen Tag rumhocken. Hallo zusammen, mein Name ist Edwin und meine Quest ist es, mit Humor alle möglichen Barrieren zu brechen. Ich arbeite jeden Tag im KMU-Kundenbereich und ich tue nebenbei auch noch eben Theater machen und bin Komiker. Oftmals, wenn ich irgendwie im Ausgang unterwegs bin, haben mir die Leute angefangen Fragen zu stellen. Und je betrunkener sie waren, desto intimer und zum Teil auch dümmer sind die Fragen dann geworden. Ich habe dann meine Erlebnisse regelmäßig meinen Kollegen erzählt. Und sie haben sich kaputt gelacht und haben mir doch gesagt, ich soll es mal auf der Bühne probieren. Und haben seitdem eigentlich nicht mehr aufgehört, weil es mir so Spass macht. Die Frage, die ich meistens höre, ist eigentlich, was ist dir passiert? Das Tragische bei mir ist, ich hatte einen Unfall gehabt. Und ich bin zwar schon im Rollstuhl, wo der passiert ist. Also von dem her, ja, doppelt gemoppelt. Momente, wo ich mich aus der Gesellschaft ausgeschlossen fühle, sind zum Beispiel einerseits, wenn ich ein paar Stege vor mir habe und gerade kein Lift rum ist. Was aber auch schon passiert ist, dass ich Gewaltandrohung bekommen habe. Das hat mir enorm Angst gemacht in dem Moment. Ich glaube, was sich durch die Comedy aber verändert hat, ist, dass ich jetzt quasi wie ein Mittel habe, um das anders zu verarbeiten. Und im besten Fall noch damit Geld verdienen. Haha. Dann kann ich mir nachher meine Therapie leisten. Ich bin im Moment ein Theaterprojekt am Aufziehen, das Kryptonite heisst. Ja, es geht uns darum, dass wir auf eine spannende Art können über unsere Erfahrungen reden können. Dann haben wir eine Show gemacht über Heidi, weil ja in Heidi die Figur von der Clara vorkommt, die dann am Schluss vom Roman wegen der guten Schweizer Bergluft kann laufen kann. Was ja eigentlich nur darum bittet, mal durch den Kakao gezogen zu werden. Die zweite Show im Dezember, dort sind wir ins Theater proben und haben dann die Show aber aufgenommen und gestreamt. Ich finde, das ist etwas, das sieht man jetzt auch da bei der Swisscom. Also die Leute finden Lösungen, trotzdem können schaffen oder Kunst zu machen. Und das finde ich etwas mega Cooles. Warte, ich fange nochmal an. Also gut, keep it simple. Ich identifiziere mich als non-binär. Das bedeutet, ich fühle und erlebe mich weder als Mann noch als Frau. Ich hatte die eine oder andere queere Kollegin und ich habe mich immer mehr in die Themen eingelesen. Ich habe mich angefangen mehr schminken und mit Kleidern experimentieren, wo ich auch zum ersten Mal im physischen Raum queere Personen hatte, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass ich nachher deswegen ausgelacht werde oder dass dann eben dumme Sprüche kommen. Dort habe ich dann auf einmal gemerkt, so, oh, das bin ja ich. Ich würde sagen, ich habe mich lange angelegt wie so ein Herdöpfel. Wenn ich weder Mann noch Frau bin, dann kann ich ja machen, was ich will. Ja, ich bin jetzt auch viel abenteuerlustiger, zum neue Sachen ausprobieren und allgemein glücklicher mit mir selber. Jetzt noch ohne Versprechen. Social Media spielen für mich eine wichtige Rolle, um mal die Wasser zu testen, bevor man dann auch das Coming Out in der physischen Welt hat. So Flaggen sind wichtig, weil sie sind ein Zeichen dafür, dass man halt nicht allein ist mit seinen Gefühlen. Einer meiner absoluten Lieblingslooks ist der da. Mir gefällt vor allem der blaue Eyeliner. Den schwarzen Lippenstift habe ich sehr, sehr gerne. Die schönsten Momente, die ich hatte, sind, dass Leute auch schon zu mir gekommen sind. Hey, wegen dir habe ich mich selber auch angefangen zu fragen, ob ich non-binär bin oder nicht. Oder was ich auch schon hatte, ist, dass ein älterer Herr die Sachen, die ich auf der Bühne beschrieben habe, dass er die mit seinem behinderten Sohn auch schon erlebt hat und dass er mega froh ist, dass jemand darüber redet. Meine Motivation für meine Quest ist es, dass jede Person, die nach mir kommt, es auch ein bisschen einfacher hat.